Herzlich willkommen zum Thunder Talk. Heute mit zwei außergewöhnlichen Chicanos. Ja, zwei schicke neue Modelle auf Basis der neuen Heritage 2021. Für zwei Kumpels gebaut. Euro 5. Euro 5 können wir auch, Euro 5. Ja. Nicht so einfach, aber geht. Und ja, sind gleich, aber noch unterschiedlich, ne? Ja, die gravierendsten Unterschiede liegen eigentlich grob in der Lackierung. Genau. Die Sättel sind auch ein bisschen unterschiedlich. Aber der Lackierungsstil, einmal hier vom Kruse Design, also vom Ingo, eher ein bisschen Understatement. Und die andere Variante vom Chico. Die ballert richtig, ne? Also beides knallige Lackierung, Flake-Lackierung, beide auffällig. Aber ja, das ist mehr Autoscooter Glitzerkugel. Ja, gut, hat die auch, aber die ist halt von der Linienführung ein bisschen ruhiger. Insgesamt ein bisschen dezenter alles. Zeichnet den Ingo ja auch in seiner Arbeit aus. Er ist halt nicht unbedingt der so überlädt. Passt aber auch gut zu den beiden Jungs. Ne? Ja. Der eine ist auch ein bisschen... Genau, also die beiden Kunden sind Kumpels und bei denen ist es eigentlich ähnlich. Ne? Er ist auch so ein bisschen eher... Genau. Und er ist so ein bisschen zurückhaltend. Also das passt auch ganz gut vom Thema her. Ja, was haben wir denn verbaut hier? Also grundsätzlich, wovon die Dinger ja leben, ist der Lack, den hatten wir schon. Genau. Und was auch ganz viel ausmacht, dass sie extrem tief sind. Tief und natürlich auch lang. Kriegen wir zum einen hin über unseren Schwingumbau, Ja. in Kombination mit dem Luftfahrwerk natürlich, die langgezogenen Fender hinten. Und vorne bei dem Schwingenumbau, den der Thomas gerade angesprochen hat, geht es hauptsächlich darum, dass diese Schwinge am Ende nochmal so ein bisschen bergauf geht und das Rad praktisch tiefer in den Fender reinschiebt. Ja, macht halt eine super flache und langgestreckte Optik. Das macht so ein Chicano natürlich auch aus. Auspuffanlagen sind schön tief. Ja, und schön lang natürlich. Schön lang. Das Gestreckte bringt gleichzeitig auch noch ein bisschen Tiefe mit sich. Ne? Genau. Was wir auch gemacht haben, ist, die Kotflügel noch mal ein bisschen tiefer gezogen haben. Insgesamt auch das unterstützt noch mal so diese ganze Lowrider-Geschichte. Dass die Räder schön in den Radhäusern verschwinden, das ist schon cool. Ja, auch die Kombination mit den originalen Harley-Komponenten, die Trittbretter, Bremshebel und so was, finde ich immer wieder schön bei den Dingern. Passt ganz gut mit dem Kontrast-Cut, auch zu unseren Bauteilen, dem Luftfilter und zu den Rädern. Ja, dieses ganze Schwarz-Chrom, was sich ja komplett durch die Bikes zieht, das sieht schon sehr edel aus. Genau. Schön, sehr cool. Also der schwarze Motor sowieso mit den glänzend schwarzen Teilen und den chromen Applikationen dran. Ja, lässt das natürlich sehr hochwertig. Macht die Dinger wirklich super edel, gerade mit dem Lack dann auch sehr auffällig. Ja, ist in den letzten Jahren ja auch so ein bisschen trendy. Genau. Weg von diesen ganz breiten Dingern, mehr zu solchen fahrbaren Chicanos, das ist schon cool. Also Ja, hier haben wir den Schriftzug nochmal im Lack eingearbeitet. Jedes Moped hat ja irgendwie einen eigenen Namen. Und bei dem Motorrad ist es ein bisschen anders. Da ist der Lack eigentlich clean und der Schriftzug hier bei dem Motorrad ist im Sattel eingearbeitet. Finde ich auch ganz schick, ist mal was anderes als immer den Schriftzug auf dem Tank. Ja, also ist ja so, dass wenn wir so extreme Bikes bauen, dann hört das ja bei unserer Arbeit nicht auf, sondern wir brauchen dazu auch Spezialisten für die Oberflächen. Und da gehört nicht nur der Lack, sondern auch extrem in dem Fall hier die Lederarbeit dazu, also der Sattler, in dem Fall hier Spirit Leather. Die tun ihr Bestes, um so ein Bike dann auch wirklich zu vollenden. Also in dem Fall ist es schon eine sehr extreme Arbeit. Diese Punzierungen, das ist natürlich alles handmade, ja, und werden natürlich auch Fälle in dem Fall nicht wirklich, sondern heute verarbeitet. Genau. In dem Fall von Reptilien, aber da kannst du bestimmt mehr zu erklären. Genau, richtig. Also das ist ein Exemplar, ein Paradexemplar, was Punzierung angeht. Die Punzierung ist eine klassische Punzierung, ist ein sogenannter Sheridan-Style. Es gibt, was Punzierung angeht, vieles, was im Freestyle-Bereich anzutreffen ist. Das ist eher traditionell. Das zeichnet sich aus durch die Ornamentik, die Blumen, die floralen Muster. Wie man sieht, das ist eine, ich würde sagen, die älteste Technik, was Lederverzierung angeht. Die wird per Hand punziert.
Da wird kein Material abgetragen, das ist eher eine, sag ich mal, Vertiefung von dem Bereich, den man im Negativen haben möchte. Und somit kommt das Positiv, wie man hier sieht, an den Blumen und an den Elementen wieder raus. Das heißt, du gehst hin und klöppelst dieses Leder in dem Bereich dünner, Genau, richtig. damit die anderen Sachen hervorstechen. Richtig, richtig. Nicht so, dass das aufgetragen wird, Genau. sondern das wird praktisch vertieft. Exakt, exakt. Durch kleine Hämmerarbeit. Richtig, du ganz kleine Hängerarbeiten, genau. Das erzeugt den Eindruck, als ob das verschiedene Leder wären. Ist es aber nicht, es ist tatsächlich ein Leder. Was man hier auch ganz gut sieht, ist, dass es mehrere Lederlagen übereinander genäht worden sind, treffen sich quasi oben und in der Mitte, im oberen Bereich, thront das Thunderbike-Logo. Das hat unser Graveur angefertigt und ist, wie gesagt, dann komplett auf eine Ebene eingefasst. Genauso eingefasst ist auch der Alligator. Da haben wir darauf geachtet, dass die Schuppen parallel, besser gesagt gespiegelt sind und dass sich die Maserung exakt an der Form, an der Intarsie angleicht. Es sind viele Details, da wird man sehr lange brauchen, um noch auf alles einzugehen. Ist denn so ein Tier so gewachsen, dass du tatsächlich zwei gleiche Teile in einer Haut findest? Richtig, richtig. Also Die es sind- sieht schon sehr ähnlich aus, ne? Tatsächlich gespiegelt. Genau, sind gespiegelt. Man muss natürlich darauf achten, welchen Teil verwendet man, wie ist das alles gewachsen. Und hier hat man Folgendes gemacht, man hat zwei verschiedene Teile genommen, eins von der ganz linken Seite und eins von der ganz rechten Seite. Und dann in der Mitte vernäht und somit hat man wie bei den Gitarren, so gesehen, es gespiegelt. Weil ich mir auch sehr schwer vorstellen kann, das Leder ist ja auch unglaublich dick und Ja. hart, dass man diese ganzen Sachen miteinander verbindet, ohne dass das jetzt hier irgendwelche Falten wirft oder das finde Ja. ich schier unvorstellbar. Also, Das steht und fällt alles mit dem Schnittmuster. ja. Wenn das Schnittmuster nicht stimmt, dann wird am Ende auch das Ergebnis nicht stimmen. Und da haben wir auch zum Glück bei uns im Team einen Meister, der da, was Schnittmuster angeht, kann ihn keiner das Wasser reichen. Unglaublich. Ja. Also so ein bisschen kann ich mir vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Natürlich nicht wirklich, weil ich noch nie gemacht habe. Ich habe ja keine Nähmaschine. Das würden wir das ja selber machen. Richtig, exakt, genau, das ist es. Ja, Das große Geheimnis, die Nähmaschine. genau. Auf jeden Das ist Fall. schon unglaubliche Arbeit, also wirklich Hammer. Und ganz cool ist ja, dass dieser Sattel nicht alleine daherkommt. Es gibt ja auch ein Duplikat dazu, also einen zweiten Sattel, weil wir auch zwei geile Bikes haben. Und auch hier, parallel zu dem, findet man diese Anordnung schon wieder in dieser Synchronität wieder. Ne? Das heißt, die Schuppen werden nach hierhin kleiner. Genau. Hier gibt es die Ausarbeitung in dem Bereich. Und wenn man jetzt tatsächlich überlegt, dass das natürlich gewachsenes Produkt Haut ist, das ist schon unglaublich. Unglaublich. Also dass das nachher alles zusammenpasst, dass da drüber genäht wird und nicht am Ende irgendwo nachher so eine Falte kommt, Ja, ja, das ist also richtig. schwierig. Schwierig. Sehr geile Arbeit, Jimmy. Danke. Hat auch großen Spaß gemacht, denn es ist auf jeden Fall eine Arbeit, die aufregend ist, weil es kann immer was schieflaufen, denn genäht wird zum Schluss, wenn alles gefärbt ist. Also das Ende, so gesehen, einer der letzten Schritte ist das Nähen und wenn man da daneben sticht, aus welchem Grund auch immer, dann kann man diese Arbeit, die so viel Spaß gemacht hat, nochmal von vorn beginnen. Ja. Deswegen ist es immer spannend, es ist immer was Neues. Ja, auch diese Gleichmäßigkeit der Naht. Ich meine, ja, das ist eine Maschine, aber trotz alledem, du darfst ja nicht ein Mühe daneben Ja, kommen, sonst sieht man das. dann bist du raus. Ne? Ja. Und dann ist dein Film vorbei. Der Film ist sofort vorbei. Genau. Das ist schon krass. Also ich meine, wir machen ja auch schon bekloppte Sachen, aber das ist schon eine Meisterarbeit. Thanks. Cool. Ist schon mal passiert. Daneben gestochen. Ja, glaube ich. Das ist dann Echt schnell passiert, oder? sehr schnell, ja. Danach macht man Feierabend. Was trinken? Trink noch ein Bier. Trinkt noch Bier. Genau, dann kann man nächstes Tag von vorn beginnen. Ja. Aber wie gesagt, macht unglaublich Spaß, weil es halt auch eine traditionelle Geschichte ist.
Man hat ein ganz altes Handwerk, nutzt natürlich auch moderne Techniken, kombiniert das alles und dann hat man so etwas am Ende. Cool. Ja, sehr geil. Jetzt schon mal einen kleinen Einblick in das, was so nebenbei läuft. Also man gibt mehrere Oberflächen, Chrom, Lack, whatever. Aber diese Sattlerarbeit, das ist schon echt ein Highlight. In diesem Fall ganz besonders. Ja. Besondere Bikes. Beides stimmige, gelungene Motorräder. Ich denke, die werden Spaß haben damit. Ja, auf jeden Fall. Also mir gefällt dieser Chicano-Style sehr gut. Also ich könnte mir auch vorstellen, so ein Ding mal längere Zeit zu bewegen. Auch gerade in der Kombination mit so einem Ape-Hänger. Ich fahre ganz gerne auch mit dem Ape-Hänger. Das ist echt geil. Da gibt ja zwei Lager, entweder hoch oder flach. Ja. Wir tauschen die Ja, aber halt ich wäre auf, auch eher beim Ape-Hänger. Also ich finde so die entspanntes Moped-Fahren mit so einem halb hohen Lenker schon echt gut. Ja, ich denke, das war schon ganz ordentliche Infos zu den Motorrädern. Und ich glaube, wir haben noch so ein Ding in der Pipeline. Auch das wird wieder schön. Das werden wir euch in einem der nächsten Thunder Talks dann auch wieder vorstellen. Viel Spaß damit. Ja, bis dahin.